Gucken wir, meine Damen und Herren, auf die in der Corona-Krise häufig hinten runterfallen, also hinten runter auf der Themenagenda von uns Medien. Ja, es flüchten immer noch tausende Menschen weltweit vor Tod, vor Verfolgung, vor Vergewaltigung und Armut. Und bis vor 4 Wochen war das auch noch großes Thema. Das Thema war nämlich die Türkei und ihre Einladung an Geflüchtete. Die Grenzen nach Europa, also nach Griechenland, seien offen. Tausende Menschen, vor allem aus dem syrisch-türkischen Grenzland, haben sich also aufgemacht. Und die Frage ist jetzt, was ist eigentlich aus denen geworden? Lorenz Böttcher studiert an der Humboldt-Universität in Berlin Jura, macht gerade ein Auslandsjahr an der Universität in Istanbul in der Türkei. Und Lorenz Böttcher hat eine Geschichte zu erzählen, die wir in diesen Tagen kaum zu hören bekommen. Sie handelt von Flüchtlingen, von vergessenen Menschen und auch vom Coronavirus. Schönen guten Tag, Herr Böttcher. Schönen guten Tag, Herr Bauer. Herr Böttcher, die Leitung war ein bisschen instabil, deswegen hören wir Sie nur übers Telefon, aber soweit scheint mir das ganz gut zu sein. Herr Böttcher, Sie studieren eigentlich Jura, aber vielleicht müssen wir deswegen erstmal am Anfang kurz klären, wie kam es dazu, dass Sie Geflüchtete in der Türkei helfen? Ja, also durch die anfänglich doch relativ breite Berichterstattung Ende Februar, Anfang März wurde relativ schnell klar, dass massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden und die Menschen dort in eine katastrophale Lage gebracht wurden. Und meine beiden späteren Mitstreiterinnen, wie bitte? An der Grenze Türkei-Griechenland. Genau, an der türkisch-griechischen Grenze, wo sich dann die Menschen gesammelt haben, die von diesem Grenzöffnungsbericht motiviert waren und die Hoffnung hatten, nach Europa zu kommen. Und meine späteren Mitstreiterinnen aus Deutschland und Österreich haben dann in den sozialen Medien Möglichkeiten diskutiert, das Leid dieser Menschen zu mildern. Und es hat sich die Idee rauskristallisiert, von der türkischen Seite an die Grenze zu fahren, um dort Hilfsgüter zu verteilen. Und so waren wir dann in der 2. Woche im März auch schon vor Ort. Das heißt, Sie waren vor etwa 3 Wochen noch an dieser türkisch-griechischen Grenze, dort also, wo tausende Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Was haben Sie an der Grenze erlebt? Ja, also es muss festgehalten werden, dass über den Monat verteilt an der Grenze massive Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, die auf jeden Fall aufgearbeitet werden müssen in Zukunft, und zwar von türkischer wie auch griechischer Seite. Zunächst sind die Menschen auf der türkischen Seite der Grenze in unmittelbarer Nähe zum Grenzübergang Paşakale eingezäunt worden, obdachlos, haben unter Kälte, Hunger und Krankheiten gelitten. Von der griechischen Seite wurden sie bei ihren Versuchen, über die Grenze zu kommen, mit Tränengas beschossen, teilweise auch mit scharfer Munition, und nach Berichten von Amnesty International wurden auch 2 Menschen erschossen, so der Stand bis jetzt. Und die Menschen, die es dann in die EU geschafft haben, wurden auf der europäischen Seite der Grenze durch Grenzschutztruppen körperlich misshandelt, mussten ihr Geld abgeben, ihre Papiere und sogar ihre Kleidung. Und so kam es dazu, dass die Menschen dann teilweise nur in Unterwäsche zurück in Richtung Türkei den Rückweg antreten mussten. Und in dieser ganzen Zeit konnte ein Antrag auf Asyl zu keinem Zeitpunkt gestellt werden. Und wir haben mit vielen Menschen gesprochen und wurden beispielsweise gefragt, wo ist die EU, wo sind die Menschenrechte? Und das zeigt, dass in der Situation beide Seiten ihren Unwillen offenbart haben, die Sicherheit und Gesundheit der Menschen zu schützen. Und das muss den jetzt neu ausgearbeiteten EU-Türkei-Deal wirklich in einem neuen Licht erscheinen lassen. Diese Amnesty-Nachricht, die ist ja von vergangener Woche Freitag. Auch die hat es in den deutschen Medien kaum zu größerer Berühmtheit geschafft. Sie selbst haben ja vieles erlebt, aber vieles von dem, was Sie eben beschrieben haben, ja auch nicht selbst erlebt. Woher kommen Ihre Informationen? Genau, wir hatten das Glück, dass eine meiner Mitstreiterinnen aus Deutschland fließend Arabisch gesprochen hat. Und so sind wir immer wieder ins Gespräch gekommen mit Geflüchteten, haben unsere Telefonnummern ausgeteilt und zahlreiches Bild- und Videomaterial gesendet bekommen. Die Menschen, die auf der türkischen Seite der Grenze eingesperrt waren im Grenzgebiet, hatten über einen großen Zeitraum im März die Möglichkeit, das Camp einmal alle 4 bis 7 Tage in Richtung eines kleinen Dorfes zu verlassen und haben das in der Regel genutzt, um Einkäufe zu machen in einem sehr kleinen Supermarkt, den es dort gab. Und dort sind wir mit den Menschen in Kontakt getreten. Was ist mit diesen Flüchtlingen jetzt passiert in den letzten 2 bis 3 Wochen, in denen wir ja fast nichts mehr von ihnen gehört haben? Also zunächst hat man gemerkt, dass die türkische Seite versucht hat, das Lager gegen Ende März mehr und mehr in geregelten Abläufen aufzulösen. Man hat den Menschen eine quasi freiwillige Rückkehr in Richtung Istanbul geboten mit Bussen. So haben einige Menschen den Weg in Richtung türkische Seite angetreten und sind am Busbahnhof in Istanbul gestrandet. Am 26. März wurde dann das Camp
teilweise gewaltvoll aufgelöst und niedergebrannt. Und so ist der Großteil der Menschen, die in diesem abgesperrten Grenzgebiet waren, nun in eine Zwangsquarantäne gebracht worden. Die Busse fuhren also mehrere Stunden lang in Richtung eher syrische Grenze und die meisten Menschen sind jetzt in Camps in der Nähe von Malatya, aber auch an vielen anderen Orten in der Türkei in abgeschlossenen Einrichtungen, Turnhallen, Abschiebegefängnissen, ehemaligen Geflüchtetenlagern und verbringen dort eine Zwangsquarantäne von 14 Tagen. Sekunde, nur dass ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Flüchtlinge, die alles zurückgelassen haben, die geflüchtet sind über die syrisch-türkische Grenze, die 1300 Kilometer an die Grenze nach Griechenland dann gezogen sind jetzt von der türkischen Regierung wieder 1300 Kilometer, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, zurückgebracht worden. Was ist mit denen jetzt? Was heißt das für die, die zurückgeschickt wurden? Ja, es ist schwer zu sagen, was danach mit diesen Menschen passiert. Nur die Perspektiven sind denkbar schlecht. Viele von diesen Menschen haben, wie Sie bereits richtig erwähnt haben, für die Hoffnung auf einen freien Weg nach Europa alles aufgegeben, was sie sich teilweise in den Jahren zuvor in der Türkei erarbeitet haben. Menschen hatten Wohnungen, Arbeitsplätze teilweise, Sprachkenntnisse, die Kinder sind zur Schule gegangen und vor allem die Kinder haben fließend Türkisch gesprochen in der Regel. Und es sieht so aus, als würden viele von diesen Menschen nun auf der Straße landen. Und in Istanbul sehen wir das heute auch schon. Also dazu muss man ja erklären, weil sich vielleicht der eine oder andere Zuschauer jetzt fragt, Moment, das sind doch Geflüchtete. Viele sind eben vor vielen Jahren schon geflüchtet, vor dem Krieg beispielsweise in Syrien eben auch, sind dann jahrelang in der Türkei gewesen, haben dort illegal gearbeitet, wie viele andere Menschen in der Türkei grundsätzlich auch illegal arbeiten. Jetzt haben Sie eben Istanbul angesprochen. Sie sind ja auch selbst zurück jetzt in Istanbul. Was machen Sie jetzt? War es das jetzt mit der Flüchtlingshilfe? Ja, also richtig. Nachdem die Polizei mehr und mehr auf unsere Arbeit aufmerksam geworden ist und wir es auch geschafft haben, mit lokalen Partnern unsere Verteilung von Hilfsgütern fortzusetzen, sind wir zurück nach Istanbul gekehrt und haben uns hier zunächst um die Menschen gekümmert, die am Busbahnhof gestrandet sind, auch wieder obdachlos, ohne Lebensmittel und haben uns, solange wie der Busbahnhof noch geöffnet war, um diese Menschen gekümmert und in Kooperation mit vielen anderen Organisationen haben wir es geschafft, teilweise eben auch Bustickets zu organisieren, damit diese Menschen in ihre Heimat zurückkehren können, sofern es so etwas wie eine Heimat noch gab und die Menschen nicht alles zurücklassen mussten. Für einige wenige Familien haben wir es nun geschafft, Unterkünfte zu organisieren und diese Familien versorgen wir jetzt erstmal mit Lebensmitteln, weil es für diese Menschen natürlich, egal ob sie eine Arbeitserlaubnis haben, wie es für manche der Fall ist, oder eben auch nicht, in den Zeiten, in denen nun die Wirtschaft in der Türkei auch unter Corona leidet, überhaupt nicht möglich ist, einen eigenen Lebensunterhalt zu organisieren. Meine Damen und Herren, wir warten ja weiter auf die Pressekonferenz auch von Armin Laschet. Wundern Sie sich also nicht, da müssen wir und sind wir dann natürlich gleich auch live. Aber eine letzte Frage, Herr Böttcher, muss ich dann doch noch stellen. Welchen Einfluss hat Corona in diesen Zeiten selbstverständlich auch auf die Geflüchteten aus Ihrer Sicht? Ja, zunächst muss man sagen, dass viele von den Menschen, die willens waren, sich für die Geflüchteten in der Türkei einzusetzen, aus anderen Ländern nicht die Möglichkeit hatten, hierher zu kommen und die Menschen zu unterstützen. Auf der anderen Seite diese Zwangsquarantänemaßnahme, mit der die Menschen aus dem Grenzgebiet abtransportiert wurde von der türkischen Seite unter das Label Corona gestellt. Man muss also befürchten, dass die Corona-Zeiten auch instrumentalisiert werden, um die Menschen weiter handhabbar zu machen. Und jetzt, wo das Druckmittel Menschen an der griechischen Grenze nicht mehr notwendig ist, um den neuen EU-Türkei-Deal auszuarbeiten, wurden die Menschen so also wieder von der Grenze weggebracht, ohne eigene Entscheidungsmacht eingeräumt zu bekommen. Lorenz Böttcher, Jurastudent an der Humboldt-Universität in Berlin, zum Auslandsjahr in Istanbul, und Sie helfen Flüchtlingen und Geflüchteten in der Türkei. Vielen Dank, dass Sie hier bei Phoenix Ihre Geschichte erzählt haben und uns sensibilisiert haben für das, was wir gelernt haben. Danke, Herr Böttcher. Vielen Dank, Herr Bauer.